Was ist eigentlich die Hauptstadt von den VAE und ist das Ganze hier eine Monarchie oder eine Diktatur? Hallo, ich bin Sophie von Startup-Hilfe Dubai, das ist Karim und wir sprechen in unseren Videos ja immer sehr, sehr viel über Dubai, aber die Wahrheit ist natürlich, dass es 7 Emirate gibt. Karim hat emiratische Familie, ich lebe seit 12 Jahren in den Emiraten und wir hoffen, euch gefällt dieses Video, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Also bevor wir starten und durch die ganzen Emiraten durchgehen, erstmal Generelles zu den VAE bzw. den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ganz wichtig, weil die Leute sprechen natürlich immer nur über Dubai, wenn es hochkommt vielleicht auch mal über Abu Dhabi, aber nicht irgendwie über das Gesamte. Ja, zunächst einmal die VAE bzw. die Vereinigten Arabischen Emiraten sind quasi ein Verbund aus eigenständigen Emiraten. Eigentlich kann man es vergleichen mit einem Fürstentum, wie wir es kennen, und nicht wie eine Monarchie. Dabei hat sozusagen die Familie aus Dubai, die sogenannte Maktoum-Familie, immer eine Position, und zwar stellt sie immer die Position des Premierministers, und die Familie aus Abu Dhabi, die Nahyan-Familie, immer die Position des Ministerpräsidenten. Das heißt, es gibt hier auch so etwas wie ein, ich sag mal, wie so ein Parlament, was Dinge entscheidet. Ich will jetzt auch nicht zu tief da in die Materie gehen, sonst sprengt das ganze Video. Aber so viel erstmal dazu. 7 Emiraten, und wir gehen jetzt mal Emirate für Emirate durch. Genau. So. Also ist Dubai jetzt überhaupt die Hauptstadt von den VAE? Eine Sache kann ich euch sagen, nein. Aber wir fangen jetzt erstmal mit Sharjah an. Das Emirat, in dem ich quasi groß geworden bin. Also Sharjah ist das Emirat, was genau neben Dubai liegt und ist dafür bekannt, dass es einfach eine sehr, sehr hohe Kultur hat. Der Sheikh von Sharjah ist auch dafür bekannt, die Kultur und die Geschichte zu präservieren von dem Emirat. So haben wir zum Beispiel super viele Museen, die sich mit der Geschichte von Sharjah, mit den Perlentauchern auseinandersetzen. Wir haben eine Altstadt. Ihr werdet außerdem in Sharjah absolut keinen Alkohol und keine Shisha finden, auch nicht in Hotels. Sharjah ist somit also auf jeden Fall ein bisschen etwas konservativer angelegt, aber trotzdem ein wunderschönes Emirat, wenn ihr euch für Geschichte interessiert, also auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und nochmal ganz kurz Hinweis, Familie Al-Qasimi. Das heißt, es ist eine andere Herrscherfamilie als in Dubai oder Abu Dhabi. Dann machen wir direkt weiter mit Ajman. Ajman ist auf jeden Fall, ich sage mal, so ein bisschen relaxter. Die Zeit geht da ein bisschen ruhiger, langsamer. Ist auch das kleinste Emirat von allen und hat wunderschöne Strände. Erfreut sich auch immer um mehr Tourismus. Also die Leute entdecken Ajman immer mehr. Ihr habt die berühmte Festung in Ajman. Also viel Kultur, viel Geschichte, alles ein bisschen ruhiger. Strandspaziergänge, um das Ganze mal so zusammenzufassen. Ajman hat zudem auch, wenn das euch interessiert, als zum Beispiel Touristen oder auch Leute, die auswandern wollen, Ajman hat auch zudem ein größeres Barviertel, hat in der Beziehung, ist auf jeden Fall weniger konservativ als Sharjah und hat auch viel Nachtleben zu bieten. Unser nächstes Emirat ist ein ganz kleines, aber feines Emirat Al Quwain. Al Quwain ist sehr bekannt für seine Naturbelassenheit. Ihr könnt dort Kanu fahren, Mangrovenwälder euch angucken mit dem Kanu. Ihr habt ein sehr, sehr langsames und sehr ruhiges Ambiente in Al Quwain, was natürlich auf jeden Fall, um der hektischen Stadt zu entfliehen, absolute Empfehlung ist. Das Emirat beherbergt außerdem die ältesten archäologischen Städte der Region, die sogar bis zur Bronzezeit zurückreichen. Machen wir weiter mit Ras Al Khaimah oder abgekürzt RAK. Also wir lieben hier RAK. Man liebt hier auch wirklich Abkürzungen in den VAE. Und Ras Al Khaimah ist auf jeden Fall ein sehr, sehr vielfältiges Emirat, wie ich finde. Wunderschöne Strände, eher ruhiger, muss man sagen. Ihr habt aber auch Berge, also ihr könnt da wirklich wandern gehen. Ich glaube, der höchste Berg ist 1400. Jebel Jais, oder? Jebel Jais. Da liegt sogar Schnee. Da liegt sogar Schnee. Und ihr habt aber auch Al Marjan Island. Es ist wirklich, sieht teilweise aus wie auf den Malediven. Und einfach wirklich eine wunderschöne Natur. Wenn ihr irgendwie Staycation machen wollt, beispielsweise, kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen. Und auch gar nicht so weit von Dubai beispielsweise entfernt, ungefähr eine Stunde.
fährt man dahin. Deswegen vielleicht auch zur Miete interessant. Wir haben viele Bekannte, die das wahrnehmen, die in Ras Al Khaimah wegen der niedrigeren Miete und schönen Location wohnen, aber halt nach Dubai zum Arbeiten fahren. Das gleiche auch mit Sharjah. Ne? Ich meine, Sharjah ist direkt nebenan, um so den Kreis zu schließen. Aber ja, so viel zu Ras Al Khaimah. Unser nächstes Emirat ist Fujairah. Fujairah ist auch wunderschön, auch absolut mal ein Wochenendtrip wert. Da warst du doch erst letztens. Da war ich erst letztens, genau. Genau, also Fujairah ist auch dafür bekannt, dass es direkt am Wasser liegt, hat sehr, sehr felsige Natur. Also du hast dort auch sehr viel schöne Natur, aber eben anders. Also ihr könnt es nicht vergleichen mit den Alpen in Deutschland. Es ist einfach sehr felsig. Viele Bergziegen, die sich dort umher klettern quasi. Aber ja, genau. Übrigens ist dieses Emirat auch das einzige Emirat, was direkten Zugang zum Indischen Ozean bietet. Also ihr könnt dann von der Lage her euch das selbst erklären, wo es an der Ostküste. An der Ostküste, genau, liegt. Und gibt es noch was zu sagen zu Fujairah sonst? Sehr klein. Also man muss dazu sagen, wenn man nach Fujairah fährt, hat man das Gefühl, man fährt irgendwie in so ein kleines Dörfchen rein. Aber es ist super schön, also das auf jeden Fall auch mal abchecken. Unser vorletztes Emirat ist Dubai. Falls ihr davon noch nicht gehört habt, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Ja, was gibt es zu Dubai zu sagen? Ich glaube, man weiß vieles über Dubai, aber ja, Metropole, Großstadt, viel los, viel Businessmöglichkeiten, viel Freizeitmöglichkeiten. Sehr divers. Sehr divers, genau, absolut divers. Und wenn ihr zu dem Thema Dubai, wenn ihr uns heute das erste Mal seht und ihr zum Thema Dubai noch viel mehr Informationen haben wollt, dann schaut einfach mal auf unserem Kanal vorbei, weil wir haben bestimmt, glaube ich, schon jedes Thema gecovert. Und ganz, ganz wichtig, wir haben am 15. September ein Webinar zum Thema Auswandern, Kultur, kostenlos. Also ihr könnt euch jetzt hier einfach anmelden und registrieren. Genau, ansonsten zu Dubai natürlich. Ich sage immer, jedes Emirat hat so sein eigenes Image. So, ja? Und bei Dubai natürlich ganz klar, man kennt Dubai halt hauptsächlich Bling Bling, Reichtum, Millionäre etc. Man kann natürlich schon sagen, dass das so primär die Zielgruppe ist, ja? Aber nicht alle sind so. Auch dazu haben wir mal ein Video gedreht, ob Dubai nur was für Reiche ist. Aber sicherlich eines der bekanntesten Emiraten überhaupt. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Maktoum-Familie, das heißt, dieses Emirat stellt nicht nur das Verteidigungsministerium, sondern auch den Premierminister. Dann kommen wir zum letzten Emirat, Abu Dhabi, und für mich persönlich eigentlich so, ich fühle mich immer zu Hause, wenn ich da hingehe, einfach weil meine ganze Familie da ist. Abu Dhabi ist auf jeden Fall ruhiger als Dubai. Abu Dhabi sicherlich bekannt auch durch ihre wunderschöne große Sheikh Zayed Moschee, wo natürlich die ganzen Fotos entstehen. Soweit ich weiß, aktuell noch die drittgrößte Moschee der Welt. Ja? Wunderschönes Terrain, und ich kann jedem empfehlen, nur dahin zu gehen und danach vielleicht Richtung Louvre zu fahren, das Abu Dhabi Louvre. Also das ist wirklich das Louvre, was ihr auch aus Paris kennt. Auch mit Bildern von Leonardo da Vinci und so. Gleich daneben unter anderem auch das Cultural District mit dem Abrahamic Family House. Ganz wichtig. Ganz wichtig, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Ja, wir sind darauf auch schon mal ein bisschen eingegangen in vorherigen Videos, aber das Abrahamic Family House ist im Prinzip ein Glaubensviertel, in dem die Weltreligionen alle vertreten sind. Also man kann natürlich seinen Glauben auch allgemein in den VAE ausleben, das haben wir ja auch schon oft erklärt. In diesem Viertel ist es ganz wichtig zu sagen, dort haben wir die Moschee, die Kirche und die Synagoge nebeneinander, und die sind natürlich auch offen für alle Glaubensrichtungen und für die Leute zum Praktizieren. So, dann kommen wir mal zu der Frage, die wir ganz am Anfang hatten. Was ist eigentlich die Hauptstadt von den VAE? Ihr könnt ja jetzt mal kurz unten abstimmen. Kommentiert mal. Nicht googeln. Kommentiert mal. Aber für alle, die es nicht wussten, es ist in der Tat Abu Dhabi. Und Abu Dhabi, wie wir sagen, also wir sprechen es so aus im Übrigen. Ja, ich weiß. Ist auch flächenmäßig das größte Emirat. Also ihr könnt euch das mal gerne bei Google Maps anschauen. Ein Riesenemirat, auch mit Mangroven, das will ich nicht vergessen. Und Yas Island, Formel 1 Rennstrecke, UFC, wer das gerne guckt, also auch viele Konzerte, Etihad Arena. Das ist so Abu Dhabi. Und ansonsten, was ich noch sagen will, und deswegen machen wir das Ganze auch,
Schaut euch wirklich die gesamten VAE an. Schaut euch die Geschichte an. Das ist mega interessant, weil es ist eben nicht so, wie viele denken, dass da einfach nur ein Alleinherrscher ist, der dann alles entscheidet. Es ist eher, wie wir schon gesagt haben, ein Verbund aus Familien, verschiedenen Familien. Und was noch viel, viel wichtiger ist, wir haben in den VAE 85% Ausländer. Und trotzdem schaffen wir es hier alle friedlich miteinander zu leben. Auch mit unterschiedlichen Emiraten, ja? Egal ob konservativ, eher open-minded oder wie auch immer. Trotzdem schaffen wir es und das ist wirklich das Faszinierende daran. Und ja, ich wünsche mir das wirklich für die gesamte Welt, muss ich sagen. Ja, absolut. Wenn ihr Interesse an einer Firmengründung in Dubai habt und vielleicht sogar mit eurer Familie den Schritt wagen wollt und auswandern wollt, dann sind wir hier für euch da. Schaut unbedingt hier in die Beschreibung rein, da habt ihr den Link zum Erstgespräch und dann können wir uns mit euch in Verbindung setzen und einfach mal drüber reden, was eure Optionen sind. Genau, ansonsten Kanal abonnieren, ganz, ganz wichtig bitte. Kommentieren, liken, die Glocke einschalten, uns auf Instagram folgen. Gerne, wie gesagt, beim Webinar nochmal anmelden, registrieren. Ich glaube, das wird auch mega, mega spannend. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.